Oh, ein Gigabyte Aorus etwas 15G XC an der Reihe, egal was das heißt. Gerät nimmt Strom bis 60 Watt, Akku lädt, Gerät scheint einschalten zu wollen, geht aber gleich wieder aus. Geht aus, ein. Schauen wir. Lege Spannung an. Jetzt. Ja, das Ding lädt den Akku. Scheinbar. Einschalten. Kaum etwas Änderung. Schauen wir rein. Na komm. Nun, wo lässt sich öffnen? Hässlicher schwarzes Mainboard. Akku rausziehen. Schauen wir, was der ohne Akku macht. Strom drin. Er nimmt 10 mA auf. Ist okay. 100. Und das geht. Das ist nichts. Aber es gibt etwas Loopartiges, also es versucht immer wieder zu starten. Nu. Oh, noch eine Schraube. Na, komm raus. BIOS-Batterie wurde schon ausgenommen. Die Verkleidung schon nicht intakt. Displaykabel hier durchgeführt. Hier auch etwas, was für die Kamera oder so etwas. Wunderschön. Und nun komm heraus. Aha. Ah ja, kommt er.
Na. Das war unglaublich wichtig, hier diese kleine passive Kühlkörper so aufzulegen. Eieiei. Ich nehme noch die SSD heraus. Und speichern. BIOS-Batterie ist schon draußen, aber trotzdem mache ich ein Reset. Und schauen wir, ob etwas ändert sich. Eine Stromaufnahme über etwas 1,5 Ampere oder 2 Ampere wäre super. Einschalten. Oh, was für ein dumme Design. Die Unterschale hält das Mainboard und so kann man diese blöde Ding nicht andrücken, weil es geht ganz tief rein. Eine extra Schraube hier hätte zu viel gekostet oder was. Na, einschalten. Es ist dasselbe Spiel. Also, was wissen wir bisher? Wir wissen, dass bis man das Mainboard nicht anschaltet, es ist alles in Ordnung. Ladeelektronik in Ordnung, weil Akku wird geladen. Der Embedded Controller arbeitet höchstwahrscheinlich auch, weil es reagiert auf Einschalten. Was nicht funktioniert und woran es liegen kann, höchstwahrscheinlich etwas hinter ein Schaltwandler ist defekt, wo dieser Schaltwandler erst nach der Startversuch aktiv wird. Also nichts an der 19 Volt Dreh, nichts in der Ladeelektronik. Aber was Strom aufnimmt, der wird auch warm. Und was warm wird, das sehen wir mit der Wärmebildkamera. Okay, ich zoome anderswo. So wird das sichtbar. Ja, die Einschalttaste ist auf der anderen Seite. Okay. Ich mache das Board an. Einschalten. Sieht man an der Stromaufnahme, dass er eingeschaltet ist. Und schauen wir nun, was auf dem Mainboard warm wird.
Hier gibt etwas, was teilweise warm wird. Wir müssen immer warten, bis Stromverbrauch ein bisschen höher wird und in den Sekunden schauen, ob etwas... Aha, hier. Schau mal. Du hast das nicht gesehen, sorry. Aber hier auf dem Bildschirm, dort sieht man, dass es pulsiert. Na jetzt. Und wieder. Und wieder. Also in dem Bereich haben wir etwas Probleme. Ich komme mal näher. So, dass es auch sichtbar ist. Und eventuell im Fokus. So, ich glaube, es ist schon klar. Hier. Bam. Also dort haben wir etwas, was sehr heiß wird und deswegen das Mainboard sich ausschaltet. Ich schaue mir das etwas näher an. Ja, das wird hier eine dieser Kondensatoren sein. Wieder ein Kondensator. Was für eine Überraschung. Also in die... Wo sind wir? Hier in diesem Bereich. Diese 4 Kondensatoren sind verdächtig. Das schauen wir unter dem Mikroskop an. Wenn das Licht eingesteckt wäre. So, wo sind wir? Hier haben wir diese 4 Kondensatoren. Und die kriegen ein bisschen Alkohol. Das Spiel geht immer noch mit dem Ein- und Ausschalten und sehen wir, was passiert. Aha. Ist das sichtbar? Hier, dieser Kondensator. Hopp, zuckt, wieder zuckt. Mit einer anderen Beleuchtung und mit noch ein bisschen Alkohol wird das noch sichtbarer. Jetzt. Ah, das war super sichtbar. Wieder. Also dieser Kondensator kommt raus. Die kleine Dingsbums. Das ist wirklich ein kleines Kondensator. Aber hat große Probleme verursacht. Ich nehme mal diese aus. Diesmal bin ich faul und werde das Mainboard nicht ausbauen. Wenn ich schon so Glück habe, dass der Fehler an dieser Seite liegt. Aber in die Gehäuse lötet man nur im Extremfall mit Heißluft. Und wenn dann auch die umliegenden Dinge isolieren. Deswegen habe ich hier zum Beispiel diese Holzplättchen
wenn man etwas schützen muss, dann kann man das einsetzen. Zu diesem Mainboard sowieso kein Schaltplan erreichbar ist, bleibt beim Identifizieren auch sowieso nichts anderes als die daneben sitzende Bauteil zu messen. Das wäre sowieso in der Weg. Also ich löte erstmal die rechte aus. Das kann ich dann messen. Der zweite ist der defekte. Platz habe ich hier auch nicht besonders viel. Die Platine zieht unglaublich viel Hitze. Da sitze ich hier daneben. Und die zweite, der defekte. Der kommt hier. Und der erste wird jetzt der dritte. Aber vorerst nur einseitig angelötet, damit ich das messen kann und möglichst nicht verloren geht. So. Ist jetzt egal, wie das aussieht, nur eine Messung wird's. No. Was für ein Wert der kleine Dingsbums hat. Dreißig Mikrofarad. Okay, das geht an ihren Platz. Und dann kriegt das Ding ein Kondensator noch da. Aber ich muss eins irgendwo auf ein Mainboard abjagen. Es ist viel interessanter, ob unsere Probleme nun verschwunden ist oder nicht. So, reinigen geht später auch. Es wird noch sowieso gelötet. Und nun schnell die Kühlung
auf geht die 2 RAM-Modul rein. Ein bisschen Killer befestigen, damit es beim hoffentlichen Starten nicht überhitzen will. Na nun, SSD ist nicht drin. Und sehen wir, ob etwas Änderung erreicht haben. Oh, die einschalten. Ja, viel besser. Viel besser. Weihnachtsdeko haben wir schon. Ein Bild wäre auch nett. Na komm. Hm? Katsching. So ist es. Schöne Weihnachtsdeko. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.